Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ihr Lieben, ich freue mich wieder hier zu sein mit euch und heute werden wir etwas Leckeres kochen und zwar ein moldawisches Gericht, ein Gericht aus meinem Heimatland, Colțunaș. Das ist sowas ähnliches wie die italienische Tortellinis oder polnische Pierogi oder russische Pelmeni. So, und das ist die ganz einfache Variante mit Käsefüllung. So, die Zutaten sind folgende. Wir brauchen Mehl dafür, Weizenmehl, Wasser, Eier, Salz. Dann habe ich hier Frischkäse und optional nehme ich auch eine Zwiebel und Öl, um die Zwiebel anzubraten. Man kann aber ganz einfach nur Butter nehmen. Mir schmeckt, ehrlich zu sagen, die Variante mit Zwiebel am besten. Deswegen werde ich die Zwiebel auch anbraten dazu. So, und es geht los. Wir machen es mal den Teig fertig. So, für den Teig brauchen wir jetzt Mehl, dann halben Teelöffel Salz, das Ei und nach das Wasser werde ich reingeben. Das Wasser muss auf Zimmertemperatur sein. Jetzt werde ich die Hand nehmen, ich brauche noch ein bisschen Mehl noch. Und dann werde ich kneten, bis der Teig so eine feste Konsistenz bekommt. Es muss ungefähr wie Pizzateig werden. Der Teig ist jetzt fertig. So ist die Konsistenz, so sieht es aus, wie Pizzateig. Nun tue ich beiseite und jetzt wird die Füllung gemacht. Für die Füllung brauche ich eine Schüssel und da kommt mein Frischkäse. So, dann kommt das Ei rein. Und Salz. Dann gut mischen. Immer wenn ich das Gericht zubereite, dann kommen die Kindheitserinnerungen hoch. Das haben wir so oft gemacht, so große Töpfe voll und dann haben alle Nachbarskinder mitgegessen und das war richtig schöne Zeit. Ja, und was ich noch sagen wollte, die Füllung variiert. Man kann auch Fleischfüllung nehmen oder Kartoffelfüllung. Es gibt auch Weißkohlfüllung auch und sogar die süße Variante, Kirschen. Haben wir auch schon mit Kirsche die Füllung gemacht. Nun tue ich die Füllung beiseite und der Teig wird jetzt ausgerollt. Jetzt wird geschnitten. Ich brauche jetzt eine mehlige Oberfläche, wo die fertigen Stücke dann drauf kommen, sodass sie nicht kleben und nicht kaputt gehen. Wir fangen jetzt an, die Teigtaschen zu befüllen. So,
Sehen die nicht perfekt aus? So, nun sind wir fertig mit Formen. Sie sehen wunderschön aus. Ne? Und nun müssen die alle gekocht werden. Das Salzwasser kocht schon. Nun geben wir die Teigtaschen rein. Nach und nach, aber auch umrühren, dass die nicht unten am Boden kleben. Normalerweise lässt man die kochen, bis sie an der Oberfläche alle kommen. Ich probiere aber immer zur Sicherheit ein. Die sind aber riesig geworden, ne? Und nun nehmen wir die raus. Jetzt sind die fertig. Ach, dieser Duft. So, jetzt mache ich mein Herd hier aus. Und dann brauche ich einen Sieb und damit nehme ich die raus. Aber die haben sich verdreifacht. Als nächstes kommt die Zwiebel, die gebratene Zwiebel rein. Und das wird ganz einfach hier zusammengeschüttelt, gerüttelt, dass die Zwiebel und das Öl überall dran kommt. Ja, kommt doch mal vorbei jetzt auf ein Kolzunasch. So, ihr Lieben, es war wieder unglaublich schön mit euch heute hier zu kochen, nach langer Zeit. Und danke euch, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.